Hallo, heute zeige ich die Montage und Einstellung unseres Hilfsschalters S2A mit 2 potentialfreien Wechselkontakten zur Signalisierung der Endlagen in Verbindung mit unserem Luftklappenantrieb SM230A. Mein Name ist Oliver Hilz, ich arbeite im technischen Support bei Belimo. Um den Hilfsschalter montieren zu können, ist es zunächst erforderlich, die Stellungsanzeige des Klemmbox am Antrieb zu entfernen. Dieser wird später nicht mehr benötigt. Im nächsten Schritt wird durch Drücken der Getriebeausrasttaste der Klemmbock des Antriebs gegen den Uhrzeigersinn in seine Endlage gedreht. Der Hilfsschalter verfügt an seiner Welle über 2 Pins, welche nun passend in die Bohrungen des Klemmbocks eingesetzt werden, um anschließend die beiden Pins an den Wangen des Hilfsschalters in die vorgesehene Nut am Antrieb einzubringen und durch einen Klick zu verriegeln. Zur Einstellung des ersten Hilfsschalters drücken wir zunächst erneut die Getriebeausrasttaste, um den Klemmbock um ein paar wenige Grad aus seiner Endlage zu fahren. Ziel ist es, den Schaltpunkt bereits kurz vor Erreichen der Endlage einzustellen. Zur Einstellung benötigen wir einen Schlitzschraubenzieher, mit welchem wir den Drehknopf des ersten Hilfsschalters, in welchem sich ein Pfeil befindet, in dieser Position exakt in Flucht zur auf dem Hilfsschalter befindlichen senkrechten Linie stellen. Somit wäre der erste Hilfsschalter bzw. die erste Endlage schon eingestellt. Zur Einstellung des zweiten Hilfsschalters drücken wir erneut die Getriebeausrasttaste und fahren den Klemmbock händisch in die zweite Endlage. Dies erfolgt im Uhrzeigersinn. Ist diese erreicht, drehen wir den Klemmbock erneut um ein paar wenige Grad zurück. Die Einstellung des zweiten Hilfsschalters erfolgt identisch zur Einstellung des ersten. Mittels Schlitzschraubenzieher wird der Pfeil des Drehknopfs erneut exakt in Flucht zur senkrechten Linie des zweiten Hilfsschalters gebracht. Die Einstellung der beiden Endlagensignalisierungen ist somit abgeschlossen und die Einheit kann elektrisch in Betrieb genommen werden. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Ihren lokalen Belimo-Ansprechpartner.